Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Tutorial-Reihe. Heute wollen wir uns mit dem P2P-Netz beschäftigen. Zumindest jetzt wollen wir damit anfangen, ein bisschen tiefer uns mit dem P2P-Netz zu beschäftigen. Wir haben ja schon mal herausgefunden, dass die ganzen Leute irgendwie miteinander verbunden sind und dass wir keinen zentralen Server brauchen, der uns irgendwie diese Nachrichten oder sowas sozusagen durchlässt oder der uns halt irgendwie vermittelt. Nein, das brauchen wir alles nicht. Das Ganze soll ja dezentral sein. Jeder muss die Blockchain haben, alles drum und dran. Ja, wunderbar. Das Problem bei P2P-Netzen ist immer dasselbe. Wie betreibe ich Bootstrapping? Das heißt, wenn ich mich jetzt einwählen möchte, also ich mich als mit meinem Rechner, wie finde ich das P2P-Netz, beziehungsweise wie finde ich auch nur einen, der daran teilnimmt? Ich kann nicht einfach jede IP durchprobieren, hey, gehört der dazu, gehört der dazu, gehört der dazu. Nein, das geht nicht. Das würde wirklich sehr, sehr lange dauern und von manchen würde ich wahrscheinlich auch überhaupt keine Antwort kriegen, von anderen dafür bösartige Antwort oder sowas, also man weiß es einfach nicht. Und deswegen gibt es sogenannte Hard-Coded DNS-Seeds. Das ist eine Form von Zentralisierung, das ist korrekt. Aber ja, die geben sozusagen Einspringpunkte für das ganze Netz bekannt. Und das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Sieht folgendermaßen aus. Ich bin unter einem Linux, Arch Linux ist es bei mir, funktioniert aber unter jedem Linux in etwa gleich. Und zwar könnt ihr einfach den Befehl dig benutzen, damit könnt ihr sozusagen nachprüfen, wer hinter einer DNS-Adresse steht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Adresse eingebe, wie zum Beispiel meine Webseite the-morpheus.de, dann könnt ihr da einfach nachgucken, wer steht dahinter, also welche IP-Adressen stehen dahinter. Genau gleich machen wir das jetzt mit dem Command, das ich euch hier abgedruckt habe schon mal. Und zwar, wir wollen dig seed.bitcoin.sipa.be, Achtung, nicht de, wollen wir anfragen und dann sehen wir hier eine Liste an Einspringpunkten für das Bitcoin P2P-Netz. Das heißt, die sind aber auch wirklich hardcoded und die müssen immer online sein. Und ja, wir sehen hier die verschiedenen Adressen. Eine davon können wir jetzt zufällig auswählen und damit können wir uns verbinden. Das heißt, wir steigen dadurch ins P2P-Netz ein. So, wie wird dieser Einstieg betrieben? Und das wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Sieht folgendermaßen aus, das ist ein Zeitdiagramm. Das heißt, oben ist sozusagen Anfang und unten ist sozusagen Ende. Und hin und her gehen Nachrichten, die eine gewisse Zeit verbrauchen, sprich, die gehen ein bisschen nach unten. Sieht zum Beispiel folgendermaßen aus. In dieser Nachricht steht jetzt einfach die Version von Bitcoin drin, damit ihr auch mit dem richtigen verbunden seid sozusagen. Das heißt, wenn ihr jetzt Version 0.05 oder sowas habt und der hat halt Version 1.0, dann akzeptiert der euch einfach nicht, weil ihr viel zu alt seid sozusagen. Das heißt, ihr seid einfach nicht auf der aktuellen Version, müsst erstmal patchen. Aber wenn diese Versionen übereinstimmen, dann ist alles gut. Das heißt, der schickt euch auch ein VERAC, eine Versionsbestätigung. ACK heißt immer Acknowledgement. Das heißt, hier wird bestätigt, dass eure Version die aktuelle ist, dass ihr auch wirklich die richtige habt. Achtung, ACK steht nicht für aktuell, sondern nur für Acknowledgement. Okay, dann schickt ihr ihm eure IP-Adresse. Warum schickt ihr ihm eure IP-Adresse? Das Ganze soll doch anonym sein, ist korrekt, aber man muss natürlich auch sich irgendwie mit dem P2P-Netz verbinden können. Sprich, ihr werdet nachher auch mit ein paar anderen Leuten verbunden. Oder ihr verbindet euch oder die anderen verbinden sich mit euch. Aber dazu brauchen die natürlich irgendwie die IP-Adresse von euch. Und die wird deswegen beim Bitcoin-Netz einfach hinterlegt, also bei diesem DNS-Seed. Gut. Dann geht's weiter, ihr schickt ein Get-Address und der liefert euch eine Adresse zurück, zum Beispiel eine Adresse von einem anderen Client, dann noch ein anderer Client, noch ein anderer Client und dann der letzte Client. Normalerweise sind es immer 5 Stück, aber das ändert sich von Zeit zu Zeit immer mal wieder. Warum jetzt 5 zufällig gewählte Clients? Warum? Naja, das ist einfach dazu da, wenn ihr jetzt nur mit einem anderen verbunden seid und der ist zum Beispiel bösartig, dann habt ihr 100% Bösartigkeit. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall irgendwie die falsche Blockchain oder sowas. Wenn ihr allerdings mit 5 zufälligen Clients verbunden seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bösartige Nachbarn habt, relativ gering, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt genug andere Leute im Bitcoin-Netz, die nicht bösartig sind. Das heißt, wenn ihr von einem was Bösartiges bekommt und mit den anderen abgleicht, was da jetzt gerade passiert ist, dann sagen euch die anderen im Normalfall, halt, stopp, das ist leider fail und da solltest du nur mal nachgucken.
Das heißt, ja, es ist sozusagen einfach nur ein kleiner Ausgleich, damit ihr eben ein paar Nachbarn habt, die nicht bösartig sind. So, und wenn jetzt hier keine Nachricht mehr kommt, dann wird das Ganze alle 90 Minuten refreshed. Das heißt, wenn jetzt 90 Minuten um sind und niemand hat irgendwas geschrieben, dann postet ihr einfach einen Refresh. Das kann mal vorkommen, wenn 90 Minuten lang zum Beispiel kein Blog oder sowas irgendwie übertragen wurde oder sowas. Das ist sehr, 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 sehr selten. Aber ja, in dem Fall gibt es tatsächlich im Protokoll auch noch einen Refresh und der ist dazu da. So, okay, und das ist eigentlich auch schon das Bootstrapping. Jetzt wollen wir uns natürlich noch damit beschäftigen, wie kriege ich aktuelle Blöcke, wie wird abgeglichen und so weiter und so fort. Das heißt, hier ein bisschen Netzwerktechnik noch reingebracht, aber ich glaube, es ist nicht allzu schwer. Und ja, wir hören uns dann einfach wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.